Ein deutsches Flugzeug, das nie landen durfte. Ein Flugzeug, das 1944 bereits mit einem Autopiloten flog. Ein Flugzeug, in dem keine Besatzung saß. Ein deutsches Flugzeug, das in Wahrheit 2 Flugzeuge war und fast 4 Tonnen Sprengstoff tragen konnte. Ein Flugzeug, gebaut, um die schwer gepanzerten Schlachtschiffe der Royal Navy zu versenken. Und dasselbe Flugzeug, das im März 1945 stattdessen gegen eine gewöhnliche Flussbrücke flog. Dies ist die Geschichte einer Waffe, deren Weg von den Zeichenbrettern deutscher Ingenieure bis an die Oder in die letzten Kämpfe um Berlin führte. Der Fluss, der zu einer Mauer werden sollte. Im Winter 1944 auf 1945 wurde die deutsche Ostfront bis an die Oder zurückgedrängt. Ein Fluss, der den sowjetischen Verbänden ein natürliches Hindernis entgegenstellte, aber kein unüberwindliches. Die Wehrmacht versuchte bei ihrem Rückzug, sämtliche Oderbrücken zu sprengen. Das gelang nur unvollständig. Bis in den März 1945 hinein blieben lediglich 12 Brücken dauerhaft zerstört. Rund 120 Eisenbahn- und Straßenbrücken dagegen fielen den sowjetischen Truppen nahezu unbeschädigt in die Hände. Dazu kamen laufend neu errichtete Behelfsbrücken. Diese Übergänge bildeten die logistische Grundlage für den Vorstoß auf Berlin. Über sie sollte die Rote Armee Panzerverbände, Artillerie und ihren gewaltigen Nachschub in kurzer Zeit auf das westliche Oderufer verlegen. Der Luftwaffe fehlte, was eine dauerhafte Zerstörung dieser Übergänge erfordert hätte: einsatzbereite Flugzeuge in ausreichender Zahl und vor allem Treibstoff. Die alliierten Luftangriffe auf die Hydrierwerke und das zusammengebrochene Verkehrsnetz hatten selbst die Reichsverteidigung auf strikte Rationierung gesetzt. Aus dieser Zwangslage heraus entschied sich die deutsche Führung für eine Waffe, die ursprünglich einen ganz anderen Zweck gedient hatte: die Mistel. Wer diese Entscheidung verstehen will, muss zunächst ihre Herkunft betrachten. Und die liegt weit weg von jeder Flussbrücke. Aus Schrott wird eine gefährliche Waffe. Am Anfang stand kein militärisches, sondern ein rein technisches Problem: die begrenzte Reichweite von Flugzeugen. 1938 hatte die britische Short-Mayo-Kombination gezeigt, dass ein größeres Flugboot ein kleineres Flugzeug Huckepack über den Atlantik tragen und dort abtrennen konnte. Die erreichbare Distanz verdoppelte sich. In Deutschland wurde dieser Gedanke weitergedacht, aber in eine völlig andere Richtung. Das untere, größere Flugzeug sollte unbemannt bleiben, mit Sprengstoff beladen und vom oberen Flugzeug aus bis kurz vor das Ziel gesteuert werden. Das Führungsflugzeug sollte sich dann absprengen und zur eigenen Basis zurückkehren, während das untere Flugzeug als ferngesteuerte Bombe ins Ziel flog. Ab 1942 erprobte das Deutsche Forschungsinstitut für Segelflug diese Kombination zunächst mit einfachen Schulflugzeugen auf einem Lastensegler, später mit einer Bf 109 auf einem motorisierten Gleiter. Aus dieser Versuchsreihe entstand beim Junkers-Chefpiloten Siegfried Holzbauer die entscheidende Idee: ausgemusterte Ju-88-Bomber, deren Zellen und Triebwerke ohnehin am Ende ihrer Betriebsstundenzahl standen, ließen sich für einen letzten Einsatz zur fliegenden Großbombe umrüsten. Im Bug der einsatzbereiten scharfen Mistel saß anstelle der Pilotenkanzel eine fast 4 Tonnen schwere Hohlladung, imstande 20 Meter Stahlbeton zu durchschlagen. Das aufgesetzte Jagdflugzeug, meist eine Bf 109 oder Fw 190, führte das gesamte Gespann bis auf rund 1,5 Kilometer an das Ziel heran. Dann sprengte sich der Pilot ab und die Ju-88 flog selbstständig weiter. Voll betankt wog das Gespann über 20 Tonnen, fast das Doppelte einer regulären Ju-88. Ein Gewicht, dem das Fahrwerk nie gewachsen war. Landen ließ sich das Gespann deshalb nie. Jeder technische Defekt kostete die untere Maschine, retten ließ sich nur der obere Jäger. Schon während der Ausbildung forderte das träge zum Ausbrechen neigende Gespann tödliche Opfer. Bis zum Absprengen steuerte der Pilot die Ju-88 aktiv über eine Rudermaschine und ein kreiselgesteuertes Reflexvisier.
Dieses errechnete ihm über die Bombenzielautomatik Anflugwinkel und Kurs. Erst im letzten Augenblick vor der Trennung übergab er diese Werte an einen Autopiloten in der unteren Maschine, und von diesem Moment an war jede Korrektur ausgeschlossen. Die Ju-88 hielt fortan unbeirrbar den zuletzt eingegebenen Kurs und Sinkwinkel, gleichgültig, was sich am Boden inzwischen veränderte. Die gesamte Treffergenauigkeit der Waffe hing damit an einem einzigen, unwiederbringlichen Sekundenbruchteil kurz vor dem Abspringen, eine Eigenheit, deren Tragweite sich erst im tatsächlichen Einsatz zeigen sollte. Gedacht war diese aufwendige, technisch riskante Konstruktion für ein sehr bestimmtes Ziel: schwer gepanzerte Einheiten der britischen Home Fleet im schottischen Scapa Flow, mit konventionellen Bomben aus der Luft kaum zu erreichen. Welches Schicksal aber ereilte dieses Ziel? Wenn wir schon bei den großen Kriegsschiffen der britischen Home Fleet sind, möchte ich kurz einen Sponsor vorstellen, der heute ungewöhnlich gut zu diesem Thema passt. Vielleicht überrascht das einige von euch, aber World of Warships begleitet mich tatsächlich seit der Beta. Ich habe mir damals einen der ersten Beta-Accounts zugelegt und spiele es bis heute. Über 850 Schiffe aus 13 Nationen wurden auf Grundlage historischer Unterlagen und Originalpläne umgesetzt. Aktuell gibt es bei World of Warships das langfristige Event Holiday Convoy, das noch bis Ende Januar 2027 läuft. Dabei könnt ihr Token durch Kampfmissionen sowie durch das Umwandeln von Stahl, Forschungspunkten und Kohle verdienen und gegen 11 seltene, epische und legendäre Schiffe eintauschen. Darunter sind die legendäre Kitakami und das neue amerikanische Schlachtschiff New Jersey. Ich würde mich persönlich für die New Jersey entscheiden, weil ich mächtige Schlachtschiffe interessanter finde. Außerdem könnt ihr bis zu 18.000 Dublonen erhalten. Über meinen persönlichen Link und den Einladungscode ImpactForce gibt es zusätzliche Belohnungen für den Einstieg. Den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung und im angehefteten Kommentar. Und jetzt zurück zur Geschichte der Mistel. Ein Ziel versinkt, ein Plan verglüht. Am 12. November 1944 versenkten britische Bomber das Schlachtschiff Tirpitz in norwegischen Gewässern. Damit verschwand auch der Grund, weshalb die Home Fleet überhaupt in Scapa Flow gelegen hatte. Ein Einsatzziel besaßen die Mistel-Verbände nun nicht mehr. Also griff das Reichsluftfahrtministerium auf den älteren Plan Eisenhammer zurück. Angriffe auf sowjetische Kraftwerke bei Moskau und Gorki. Die Annahme dahinter: würden deren Turbinen zerstört, träfe das die Stromversorgung der Rüstungsindustrie empfindlich, zumal die Sowjetunion die Fertigungskapazität für rasche Ersatzturbinen fehlte. Von 100 ausgewählten Mistel-Piloten verlangte der Plan einen nächtlichen Anflug durch den sowjetischen Luftraum, danach mit abgesprengten unbewaffneten Jäger einen einsamen Rückflug von über 1600 Kilometer über feindbesetztes Gebiet. Der verfügbare Treibstoff dafür reichte selbst unter günstigsten Windverhältnissen kaum aus. Manch einer rechnete sich die eigenen Überlebenschancen im Vorfeld genau aus und meldete sich trotzdem nicht ab. Der sowjetische Vormarsch unterlief die Planung bereits im Ansatz. Ursprünglich waren Starts von ostpreußischem Boden vorgesehen. Doch die sowjetische Offensive drängte die nutzbare Fliegerhorste immer weiter nach Westen zurück, während die Kraftwerke bei Moskau und Gorki unverändert an ihrem Platz blieben. Die zu überfliegende Distanz wuchs also stetig. Noch am 21. Februar 1945 hielt die Luftwaffenführung an dem Vorhaben fest. Anfang März zerstörte ein amerikanischer Luftangriff auf Rechlin-Lerz 18 einsatzbereite Mistel-Gespanne. Selbst das beendete die Planung nicht. Erst als sich das Ziel auf die näher gelegenen Weichselbrücken bei Warschau-Torn und Deblin verlagerte, kam es in der Nacht zum 8. April 1945 als Unternehmen Weichsel zum Einsatz. Der scheiterte noch bevor er begonnen hatte. Stunden vor dem Start zerstörten amerikanische Bomber den Flugplatz Parchim samt der dort bereitstehenden Mistel-Gespanne, die die Eisenbahnbrücke bei Thorn treffen sollte. Hitlers Entscheidung: ein Auftrag ohne Mittel.
Am 1. März 1945 traf Hitler eine weitreichende Entscheidung, als sich die deutsche Führung der Erkenntnis nicht länger verschließen konnte, dass die bisherigen Maßnahmen den sowjetischen Übergang über die Oder wohl nicht mehr verhindern würden, wählte er einen ungewöhnlichen Weg. Anstatt einen erfahrenen Pionieroffizier des Heeres zu betrauen, unterzeichnete er den Befehl der Oberleutnant Werner Baumbach, den Kommodore des Kampfgeschwaders 200 zum Bevollmächtigten für die Bekämpfung aller feindlichen Übergänge über Oder und Neiße ernannte, mit der Befugnis, Kampfmittel sämtlicher Wehrmachtsteile zum Einsatz zu bringen. Persönliche, nicht organisatorische Erwägungen lagen dieser Wahl zugrunde. Baumbach galt als einer der erfolgreichsten Kampfflieger der Luftwaffe, war Hitler persönlich bekannt und durch die Kriegsberichterstattung einem breiten Publikum vertraut. In den Augen der Führung war er ein Offizier, der noch einmal letzte Kräfte mobilisieren konnte, wo die zuständigen Kommandostellen des Heeres nach Hitlers Einschätzung bereits versagt hatten. Mit außerordentlichen Vollmachten formal ausgestattet, sah sich Baumbach zugleich dem Widerstand jener Dienststellen bei Heer, Marine und Partei gegenüber, die sich durch seine Berufung übergangen fühlten. Aus einem klar umrissenen fliegenden Verband wurde so eine Instanz mit einem Auftrag, der eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Landstreitkräfte gehörte. Nur der Durchführungsbefehl zählte zahlreiche Kampfmittel auf. Die tatsächliche Materiallage sah grundlegend anders aus. Weder die anderen erwogenen Waffensysteme noch massierte Bombenangriffe konventioneller Verbände boten einen Ausweg. Es fehlte durchweg an einsatzbereiten Flugzeugen und vor allem an Treibstoff. Weniger das Ergebnis überlegter taktischer Planung war der Einsatz der Mistel vor diesem Hintergrund, als vielmehr Ausdruck dessen, was tatsächlich noch zur Verfügung stand. Eine geringe Zahl technisch aufwendiger, aber einsatzbereiter Gespanne, deren ursprüngliches Ziel entfallen war. Der eigentliche Auftrag, die Vernichtung von über 100 intakten Flussübergängen, blieb mit den vorhandenen Mitteln von vornherein unerfüllbar. Von Baumbachs weitreichenden Vollmachten blieb im Kern eine einzige kleine Spezialtruppe übrig. Nicht die geballte Kampfkraft, die der Führerbefehl suggerierte. Gefechtsverband Helbig im Anflug auf die Oder. Zwischen 9 Uhr und 9:22 Uhr startete am 8. März 1945 der Gefechtsverband Helbig zum ersten Mistelangriff auf die Brücken bei Göritz. 4 Gespanne, begleitet von 7 zweimotorigen Kampfflugzeugen, die die dortigen Flakstellungen niederhalten sollten. Sowjetische Pioniere hatten bei Göritz 7 Behelfsbrücken errichtet, die Vorbereitung eines Brückenkopfs für den Vormarsch auf Berlin. Eines der 4 Gespanne musste bereits unterwegs abgesprengt werden. Die übrigen 3 setzten unter dichtem Flakfeuer zum Gleitangriff an. Die Wolkenuntergrenze bei 3000 Metern hatte einen überraschenden Hochanflug ohnehin verhindert. Abgesprengt wurde schließlich auf 800 Metern Höhe. Für jeden Piloten galt dieselbe unerbittliche Bedingung. Was in Sekundenbruchteil vor dem Absprengen an Kurs und Sinkwinkel feststand, ließ sich danach nicht mehr korrigieren. Genau das entschied den Ausgang. Ein Gespann erhielt im letzten Moment einen Flaktreffer, der die Kurssteuerung zerstörte und es zu kurz in den gegnerischen Brückenkopf stürzen ließ. Ein zweites schlug hart neben der Brücke ein drittes detonierte ebenfalls daneben. Die Besatzungen melden beim Abflug zunächst zuversichtlich Trümmer im Fluss. In diesem Augenblick glaubten sie, etwas erreicht zu haben. Doch die Luftaufklärung fand noch am selben Vormittag keine wesentlichen Schäden. Über die Südbrücke strömten weiterhin ungehindert sowjetische Truppen. An der Nordbrücke fehlte nur ein schon zuvor bestehendes Mittelstück. Eine begleitende Ju-188 ging durch Flaktreffer verloren. Ihre Besatzung rettete sich per Fallschirm. Kurz danach entstand bei Göritz sogar noch eine 3. sowjetische Behelfsbrücke. Am 31. März folgte ein zweiter Einsatz gegen die Eisenbahnbrücke von Steinau. 6 Mistelgespanne, 4 Begleit- und Lotsenflugzeuge, 24 Jagdflugzeuge. Von den 6 Gespannen erreichten nur 3 das Ziel. Die übrigen fielen durch Motor- und Hydraulikschäden aus und mussten über freiem Gelände abgesprengt werden.
Die verbliebenen 3 griffen aus 2000 Meter Höhe an. Die erste kam gut an die Brückenmitte ab. Die zweite traf nur hart neben der Brücke. Die dritte traf trotz künstlicher Vernebelung nahe der Mitte und riss Rauch und Trümmer auf. Beim Gefechtsverband Helbig überwog danach nicht der Erfolg, sondern die Sorge über die technischen Ausfälle. 3 von 6 Gespannen vor dem Ziel zu verlieren, galt als kaum hinnehmbar. Als nur noch die Mistel blieb. Warum also griff die deutsche Führung im März 1945 auf die Mistel zurück, um den sowjetischen Vormarsch an der Oder aufzuhalten? Nicht, weil diese Waffe für diese Aufgabe konzipiert worden wäre. Ihr ursprüngliches Ziel, die Home Fleet, war durch die Versenkung der Tirpitz entfallen. Ihr Erstauftrag Eisenhammer hatte sich zuletzt als Unternehmen Weichsel in monatelanger ergebnisloser Planung erschöpft, sondern weil sie, anders als nahezu jedes andere Kampfmittel der Luftwaffe in diesem Frontabschnitt überhaupt noch einsatzbereit war, während Treibstoff, intakte Flugzeuge und geschlossene Verbände bereits fehlten. Diesen Befund verstärkt die Berufung Baumbachs. Eine an eine bekannte Persönlichkeit geknüpfte Führerentscheidung, die reguläre Zuständigkeiten von Heer und Marine überging, statt sie zu ordnen. In aller Deutlichkeit zeigten die Einsätze bei Göritz und Steinau die Kluft zwischen Auftrag und Wirklichkeit. Hoher Aufwand, dem bei Göritz ein vollständiger Fehlschlag und bei Steinau ein durch technische Ausfälle geschmälerter Teilerfolg gegenüberstand, während über 100 intakte Brücken insgesamt unerreichbar blieben. Kein Beleg wachsender militärischer Stärke war der Mistel-Einsatz an der Oder somit, sondern das Symptom einer Luftwaffe, der die materiellen Grundlagen des konventionellen Luftkrieges bereits entzogen waren und die deshalb auf eine zweckentfremdete Spezialwaffe sowie eine symbolträchtige Personalentscheidung auswich. Nicht, weil dies die wirksamste Lösung gewesen wäre, sondern weil der Luftwaffe kaum noch wirksame Alternativen blieben. Die letzten Misteln starteten in einem Krieg, dessen Ausgang längst entschieden war. Während die Fronten zusammenbrachen, sollte diese außergewöhnliche deutsche Konstruktion den Vormarsch des Gegners noch einmal aufhalten. Doch selbst die kühnste technische Entwicklung konnte nicht ersetzen, was inzwischen verloren gegangen war: Zeit, Treibstoff und die Luftherrschaft. Mich lässt die Geschichte bis heute nicht los, weil sie zeigt, wie eine Waffe, die für ganz andere Gegner gebaut wurde, am Ende gegen ihr eigentliches Ziel völlig wirkungslos blieb und trotzdem bis zuletzt eingesetzt wurde. Und doch, manche Ideen verschwinden nicht. Wenn dir diese aufwendig recherchierten, spannend erzählten und sorgfältig produzierten Filme von mir gefallen, kannst du ihre Entstehung ganz konkret mittragen, über eine PayPal-Spende oder mit einer Kanalmitgliedschaft. Denn ein solcher Film entsteht nicht einfach nebenbei. Dahinter stehen historische Originalquellen, umfangreiches Quellenmaterial, besondere Karten, die ich teilweise selbst aufbereite, erstelle und selber zeichne, aufwendige Kartenanimationen, eigens erstellte Grafiken und professionelle Software und vor allem viele Stunden intensiver Recherche, Auswertung und Analyse. Aus all diesen Bausteinen entsteht ein lebendiges, fundiertes und visuell aufwendiges Werk, welches Geschichte nicht nur erklärt, sondern sie anschaulich und nachvollziehbar macht. Genau diese Arbeit kannst du als Produzent dieser Filme mitfinanzieren. Dabei bleiben alle Dokumentationen für jeden kostenlos zugänglich. Keine Bezahlschranke und keine speziellen Inhalte, die nur Mitgliedern vorbehalten sind. Deine Unterstützung fließt stattdessen direkt in die nächste Produktion, in Recherche, Analysen, Quellen, Karten, Animationen und vor allem in die Zeit, die eine hochwertige historische Arbeit braucht. Wenn du also möchtest, dass diese Filme auch in Zukunft entstehen können, findest du den Link zu PayPal und zur Kanalmitgliedschaft direkt unter diesem Video. Danke, dass du dabei bist.